Hey zusammen, in diesem Video möchte ich nochmal über typische Smart-Hub-Fehler reden, denn ich lese immer wieder Kommentare unter meinen Videos, dass einige doch noch Probleme damit haben. Schreib mir deine Frage in die Kommentare, wenn du eine hast. Ich versuche dir dann natürlich weiterzuhelfen. Und ja, los geht's. Nummer 1. Der Smart-Hub auf der Haut tut mir weh. Ich lese immer wieder Kommentare, dass einige Probleme haben mit dem Smart-Hub auf nackter Haut. Ich kann euch auch sagen, warum das so ist, denn der Smart-Hub ist wie ein Gürtel um die Taille geschnallt, damit er nicht herunterfällt. Das heißt aber auch, dass der Druck deutlich intensiver ist, da der Reifen nicht von der Haut abkommt. Der Reifen hat keinen Zwischenraum. Wenn der Smart-Hub zu eng eingestellt ist, kann die Haut sogar zwischen den einzelnen Segmenten rutschen und das tut richtig weh. Die Massage ist einfach viel intensiver und somit auch unangenehmer vielleicht für einige. Ich kann Smart-Hub auf nackte Haut nur bedingt empfehlen. Die Harten kommen in den Garten, ja, und es gibt auch kein No-Go, aber es ist nicht immer empfehlenswert. Nummer 2. Die Kugel dreht sich nicht. Die meisten haben Probleme damit, dass die Kugel nicht oben bleibt und das liegt auch oft an den Schwung. Die Kugel sollte beim Start nicht außer Takt kommen und von daher kann ich euch empfehlen, die Schnur in der Mitte anzufassen. So hat man eine bessere Kontrolle oder einen stabilen Schwung. Ich finde, wenn die Kugel beim Start außer Takt kommt oder ins Zickzack gerät, ist es schwieriger, die Kugel oben zu halten. Von daher kann ich euch empfehlen, die Kugel nicht an der Kugel zu packen. Aber klar darf man die Hüftbewegung dazu nicht vergessen. Ich lese immer wieder Kommentare wie, naja, dann dreht sich die Kugel 1- bis 2-mal und dann fällt sie wieder runter. Auch wenn es danach aussieht, die Kugel dreht sich nicht von alleine und bleibt auch nur oben, wenn du dich bewegst. Außerdem habe ich vereinzelt gelesen, dass einige das mit der Hüftbewegung nicht schaffen, dafür mit den Beinen und die Kugel bleibt trotzdem oben. Oder ob man die Hüfte wirklich dazu bewegen muss. Sehr interessant. Also bei mir klappt das nicht. Dass man die Beine automatisch mitbewegt oder dass die Kraft aus den Füßen kommt, ist logisch. Aber die Kugel bleibt nicht oben, wenn man nur die Beine bewegt. Nummer 3. Wie bewege ich mich? An dem Smart-Hub hängt bekanntlicherweise die Kugel oder auch der Gewichtsball, den du durch das ständige Drehen der Hüfte immer wieder rundum kreisen lässt. Ähnlich wie beim normalen Hula-Hoop bewegst du deine Körpermitte, aber der Smart-Hub verzeiht kleine technische Fehler. Das heißt, es ist nicht immer so wichtig, gleichmäßig zu hullern oder wenn du mal einen Fehler machst, okay, nicht schlimm. Allerdings solltest du auch hier versuchen, einen gleichmäßigen und ruhigen Rhythmus zu bekommen. Wenn du so hullerst, wird die Kugel sehr schnell unregelmäßig um die Taille kreisen. Kommt außer Takt. Es wird dir sehr schwer fallen, hier die Kontrolle zu bekommen. Es ist machbar, aber nicht einfach. Außerdem sind wir hier nicht beim Samba-Kurs, also man sollte auf jeden Fall eine gute aufrechte Körperhaltung haben und der Oberkörper sollte nicht extrem nach vorne kippen, also man sollte den Oberkörper auch nicht extrem mitbewegen. Es ist keine hektische Bewegung, sondern eher eine feine, kontrollierte und auch die Hüfte sollte nicht ausschweifen, nicht zu groß, nicht zu hektisch, sondern eher fein und klein. Auch beim Smart-Hub darf man sich nicht alles erlauben und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn du wirklich kontrolliert hullerst, wenn du feine Bewegungen machst, wenn du weißt, was du machst, dann klappt es. Wenn du nämlich nicht weißt, was du da machst, klappt es nicht. Mit dem Smart-Hub ist das Hullern am Anfang definitiv einfacher, aber nicht so einfach. Auch hier muss man bedacht hullern oder hier muss man wissen, was man tut oder wie man hullert. Für Anfänger aber eine gute Alternative. Es erleichtert euch den Einstieg, gerade dann, wenn ihr Probleme beim normalen Hooping habt oder mit dem normalen Hula-Hoop. Ich hoffe, ich konnte euch so etwas weiterhelfen. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Macht es gut. Bis bald. Tschüss.